Ja, hallo, mein Name ist Ulf Pape. Ich wohne und praktiziere in Berlin. Ich unterrichte Physiotherapeuten, Masseure, Ärztinnen und Ärzte in Berlin, in ganz Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Spanien, manchmal auch in Thailand, in Russland oder in Südamerika. Ja, es ist vielleicht ungewöhnlich. Ich würde mit der Positionierung beginnen, also mit der wirklich ergonomischen Art und Weise, ähm, auf welcher meine Art Körperarbeit basiert. Ne? Also ich bin gerade dabei. Ne? Ich arbeite aus meinem Körperschwerpunkt, aus meinem Zentrum heraus. Ne? Ich benutze auch, wenn ich ziehe, meinen Körperschwerpunkt. Ne? Die Bewegung gestalte ich fließend, spiraldynamisch. Ne? Ich habe ein großes Feld, in das ich ausschweifen kann aus meiner Position, aber da, wo ich gerade meine Behandlung fokussiere, da habe ich meinen Körperschwerpunkt. Ne? Also diese Arbeit gibt mir die Möglichkeit, mich selber in meinem Körper wohlzufühlen, optimal Kräfte zu entfalten und entspannt und konzentriert genug zu sein, um viele therapeutische Manöver miteinander zu kombinieren, wie beispielsweise Massage und detonisierende Dehnung oder Gelenkmobilisation, Akupressur, Triggerpunktbehandlung oder auch aktives Bewegen. Also es hat den Sinn, dass ich mich so bewege, dass ich nicht selber danach einen Therapeuten brauche, dass ich optimal Kräfte entfalten kann, dass ich einen großen Bewegungsradius habe und dass ich viele Freiheitsgrade habe oder viele Möglichkeiten habe, verschiedene therapeutische Manöver miteinander zu kombinieren. Naja, man kennt es ja so aus dem Qigong, aus dem Tai Chi, ne? Diese Wellendynamik, die sehr entspannt wirkt, die keine Ecken und Kanten hat, aber wo man auch große Kräfte entfalten kann, wie auch die Wellen im Wasser. Ne? Die können sehr sanft und geschmeidig sein, aber die können auch Brücken schon zum Einstürzen bringen. Ne? Ich möchte natürlich jetzt nicht zum Einstürzen bringen, aber ich möchte diese physikalischen Möglichkeiten optimal nutzen. Und diese Art zu bewegen ist ja auch ein Teil des Problems. Wir haben ja auch ein Defizit in unseren Bewegungen. Ne? Wir bewegen uns oft sehr inrotiert, sehr statisch und wenn wir beispielsweise ins Fitnessstudio gehen, machen wir das Gleiche. Ne? So klassischer Sportunterricht, 1, 2, 3, 4. Ne? Was uns fehlt, ist die Geschmeidigkeit, die Vielfalt, die Komplexität, um die genetische Ausstattung, die genetisch gewordene Ausstattung unseres Körpers auch optimal zu nutzen. Da haben wir einen Haufen Defizite. Die Defizite, die sind uns nicht bewusst, das sind auch latente Bedürfnisse, die wir haben. Ja, das vor allem in den letzten Jahren immer mehr. Ne? Wenn ich Patienten passiv bewege und dabei behandle, vermittle ich ja erstmal eine Bewusstheit dafür, wenn ich merke, oh, der Patient nimmt das an, das tut ihm gut, dass er dort ein Defizit als auch ein latentes Bedürfnis hat. Nun kann ich beispielsweise einen Triggerpunkt drücken und die Struktur selber funktionell komplex bewegen. Ich kann aber dann auch sagen, jetzt mach mal die Bewegung selber. Beweg dich mal selber in diesen Punkt rein. Ne? Versuch dir die Spannung herauszuorganisieren. Ich zeige dann auch Möglichkeiten und das sind auch genau die Bewegungen, die im Alltag zu kurz kommen, die da angewandt werden, um die Spannung in so einem Punkt zu lösen. Naja, das hat ja meistens so einen Haken. Also die Leute sehen beispielsweise so ein Massagevideo, ja, ich möchte mal so richtig entspannen und mit mir machen lassen. Und naja, nun ist Wellness nicht gleich Therapie, aber Wohlfühlen kann und sollte auch ein Bestandteil von Therapie sein. Okay, wenn jemand einfach passiv sein möchte, kann ich das auch akzeptieren, aber meistens kommen die Leute ja wirklich mit einem Problem.
Und jetzt passiert was ganz Interessantes. Ne? Sie bewegen sich rein und sie bewegen sich immer lustvoller. Und dann sage ich, jetzt könnt ihr wieder den Arm hängen lassen. Die bewegen sich weiter. Da merke ich, die wollen sich plötzlich bewegen. Weil die genau dieses Defizit, das ist vielleicht noch nicht im Kopf bewusst, aber der Bewegungsapparat merkt, oh, das tut mir gut. Und die wollen gar nicht mehr aufhören. Dann habe ich natürlich die beste Motivation, um mit der Patientin und den Patienten was zu entwickeln. Beispielsweise auch Übungsprogramme. Ne? Ich motiviere über das passive Arbeiten zur aktiven Bewegung. Na, ich weiß gar nicht, ob es den gibt. Ne? Technisch perfekt, weil selbst ich merke immer wieder, ein paar Jahre später, ich denke, jetzt habe ich was wirklich ganz optimal gemacht, dann merke ich so, da ist ein kleiner Aspekt, da kann man noch was verbessern, da kann man noch was optimieren. Also ich würde eher vom Prozess der Optimierung, der Perfektionierung sprechen, als von dem Perfekten. Schöne Variante, wo wir hier ein Knie aufgesetzt haben. Das Knie ist hier neben der Wirbelsäule und unterhalb des Schulterblatts positioniert. Ich kann praktisch mit meinem Knie nach vorne drücken und hier thorakal die Patientin erstmal in eine leichte Dehnung bringen. Ich kann hier meine Finger auch so positionieren, dass ich hier am Tuberculum minus bin, also am Ansatz des Subscapularis, oder mehr auf den Pectoralis gehe. Bis hin zum Subsclavis habe hier viele Griffmöglichkeiten und kann vor allem hier den Thorax wunderbar öffnen. Ich kann das noch erweitern über eine Latissimus-Dehnung, wird es bei den meisten alten Menschen nicht so einfach gehen, den Arm so weit zu bringen. Aber ich habe auch viele Varianten, hier dann weniger in die Beugung oder Streckung zu gehen. Also oft denken wir, Sachen sind perfekt, aber wir entwickeln uns weiter. Ich verstehe Körperarbeit als einen bildenden Prozess. Ich verstehe, ein bildender Prozess ist der Gegensatz zur Ausbildung in dem Sinne, so wird es gemacht und nicht anders. Und ähnlich einem Künstler, der an dem einen oder anderen Detail der Skulpturarbeit da noch was verfeinert, da noch was beifügt eventuell, genauso sehe ich auch den therapeutischen Prozess. Das ist ein ständiges Wachsen, ein ständiges Werden. Also der Weg ist das Ziel. Ne? Das ist wirklich eher ein Prozess, ne? Als was fertig Perfektes. Die Welt ist nie ganz fertig und wir selber auch nicht. Ja, also wenn ich jetzt eine Therapieform lernen möchte oder meine Kursteilnehmer und Kursteilnehmer dazu motiviere, was zu lernen, dann sage ich, schaut euch nicht nur das Fertige ab, was ihr da lernen sollt, also schaut euch nicht nur das an und kopiert das, sondern denkt vom ersten Augenblick mit, worum geht es dort, was kann man noch besser, was kann man noch geschmeidiger, was kann man noch ergonomisch ausgefeilter, therapeutisch wirksamer gestalten, dass man wirklich Sachen im Flusse der Bewegung unter der Maßgabe der Veränderung betrachtet und den Aneignungsprozess kreativ gestaltet. Ne? Meistens fällt einem dann sogar was ein, was man besser machen kann, und dieser Prozess macht ungeheuer viel Spaß. Man kreiert sozusagen die Suppe selber und kaut nicht das Vorgekaute nach. Und auf diesen kreativen Lernprozess, auf diesen gestalteten Prozess setze ich, das ist das wichtigste Essential in meinen Kursen. Fast immer. Ne? Also wenn man wirklich einen Gegenstand oder eine Technik beispielsweise von allen Winkeln probiert zu verändern, anders zu gestalten, zu hinterfragen, und man kommt immer wieder zu dem Schluss, so wie es am Anfang war, das ist wirklich das Optimum, das ist das Beste, dann ist es vielleicht wirklich genial. Sowas gibt's, aber es gibt es eher selten. Ne? Also meistens findet man, wie gesagt, auch Details, gerade in der Ergonomie, also viele Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, Osteopathinnen, Osteopathen, Manualtherapeuten stehen eher daneben, oft auch mit einem krummen Rücken. Ne? Da ist
Es ist physikalisch nicht wirklich ausgewogen. Die Leute stehen sich selbst im Wege und dadurch ist auch die Wahrnehmung, die intuitive Wahrnehmung, die therapeutische Handlungsfähigkeit meiner Erfahrung nach eingeschränkt. Ich würde es als infantiles, als kindliches Lernen bezeichnen. Also ich möchte jetzt nicht aus Erwachsenen Kinder machen, aber ins Bewusstsein holen, wie haben wir eigentlich als Kind, bevor wir in den Kindergarten oder in die Schule kamen, gelernt. Wir haben laufen gelernt, indem wir experimentiert haben, indem wir auch auf die Nase gefallen sind. Und wir sind weitergelaufen. Manche Kinder lernen 2 bis 10 Sprachen im Vorschulalter und können sich mit diesen Sprachen, sie können kommunizieren, sie können sich bewegen, weil da einfach eine Lust da ist, weil die Sprache was mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun hat. Und die sind am Abend nicht mehr oder weniger erschöpft als Kinder, die nur eine Muttersprache beispielsweise lernen, auch. Und das ist wichtig, wo kann in der Erwachsenenbildung genau dieses Gefühl, diese Aneignungslust, wo kann die wieder herausgekitzelt werden? Ne? Also die Frage sollte man sich als Lehrer, als Didakt meines Erachtens stellen. Nee, um Gottes Willen, die haben Erfahrung, die verdienen Respekt, die sind durch Höhen und Tiefen gegangen und wichtig ist auch, diese Erfahrung mit aufzuheben, mit zu integrieren, auf alle Fälle. Aber wie beginne ich? Wir haben zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal an, eine Schultermobilisation bei gleichzeitiger Weichteilbehandlung, Massage, Triggerbandtechnik, was auch immer. Bevor ich ins anatomische Detail gehe, in die komplexen physiologischen Zusammenhänge oder in die Krankheitsbilder, dann sage ich erstmal, Leute, fühlt euch in eurer Position, fühlt euch in eurer Bewegung wohl, nehmt wahr, wie sich das anfühlt, was da passiert, nehmt auch wahr, wie sich das für die Übungspartnerin oder den Übungspartner annimmt. Ich sag mal, also anfühlt, ich sag mal, das erste wichtige Lernziel ist, fühle ich mich wohl? Bin ich bequem? Bin ich frei? Bin ich handlungsfähig? Fühlt sich meine Übungspartnerin oder später mein Patient oder meine Patientin wohl? Das ist das Erste. Wenn dieser Schritt sozusagen erreicht ist und Leute sagen, wow, das macht ja Spaß, in dieser Position könnte ich noch lange verweilen, dann könnte ich auf den nächsten Bus warten oder einen Krimi gucken, dann fange ich an, okay, jetzt schauen wir mal, was wir alles machen können. Probiert es erstmal aus, arbeitet erstmal mit alten Sinn, mit eurer Intuition und dann geht ins Gedächtnis, in die kognitive Verfeinerung und schaut, welche Strukturen sind da, welche Muskelinsertionen, welche Nerven sind dort, welche Faszienzüge durchziehen dieses Areal, wie kann ich das komplex denken, wie kann ich meine Reflexion mit der Behandlung kombinieren. Ne? Also dann beginnt der Kopf zu arbeiten, wenn vorher alle entscheidenden Sinne freigesetzt sind. Und wenn dann der Kopf gearbeitet hat, dann kann ich dann wieder in die Verfeinerung gehen und wieder auch meine Intuition über die Bewusstwerdung verbessern. Aber wichtig ist, dass man wirklich immer mit der Praxis beginnt, mit der sinnlichen Erfahrung. Wenn man schwimmen lernen will, soll man erstmal die Erfahrung mit dem Wasser machen und nicht 3 Wochen über die Winkel beim Schwimmen, über die Schwimmstile reden oder die spezifische Wärmekapazität des Wassers und dann den großen Zeh in die Badewanne setzen. Also erst die Theorie, dann die Praxis. Nein, erst die Praxis, die Leute da abholen, wo sie sind. Dann die kognitive Verdichtung und dann wieder die Praxis. Also das ist dieser infantile Weg, dieser Weg des natürlichen Lernens. Und der ist sehr wichtig und der wird oft nicht gesehen. Vor allen Dingen sogenannte unspezifische Krankheitsbilder. Das heißt Krankheitsbilder, wo nicht die alleinige Ursache oder 1 oder 2 Ursachen genau festzustellen sind. Zum Beispiel da ist eine Bandscheibe vorgefallen. Und jetzt arbeite ich an der Bandscheibe, operiere oder
arbeite dort manuell und dann ist das Problem mehr oder weniger vielleicht nicht gelöst oder gelindert. Unspezifisch heißt es, dass es eine ganz große Komplexität, dass es vielfältige Kausalbeziehungen gibt, Ursachen und Wirkung, warum man beispielsweise einen Kopfschmerz hat. Das kann mit der Stelle, wo es weh tut, zu tun haben, wo hier, weiß ich, der Nervus occipitalis minor in den Kopf reinzieht. Das kann aber auch mit dem Becken zu tun haben, mit dem Kiefer zu tun haben, mit der Stellung der Füße, mit dem Gangschema zu tun haben. Oft sind in diesem Rahmen Befundungen kaum zu gewährleisten, weil man nicht den genauen Befund erstellen kann. Um diesem komplexen Krankheitsbild Herr zu werden, muss man auch komplex arbeiten, komplexe, vielfältige Reize setzen, in vielen Winkeln arbeiten, viel mobilisieren, bewegen lassen. Also das ist wirklich ein therapeutischer Findungsprozess, wo man eigentlich die Befundindizien nicht vor der Behandlung, sondern hauptsächlich während der Behandlung bekommt. Also das ist so meine Herangehensweise. Chronische Schmerzen stehen im Fokus, rezidivierende, immer wiederkehrende Schmerzen noch nicht fokussiert sind, teilweise auch akute, aber vor allem eben komplexe Schmerzbilder, deren Ursache eben nicht genau erkennbar ist. Nein, ist sie nicht. Also wer da gerne Studien drüber machen will, kann es gerne tun, aber ich habe da so meine Zweifel. Weil ich glaube, die wichtigsten Kriterien, die den Erfolg einer Behandlung ausmachen, die können über evidenzbasierte Studien gar nicht wirklich gefasst werden. Na, ich habe da 4 Kriterien, die ich sehr, sehr wichtig finde. Das erste Kriterium ist der Patient selbst, seine Individualität. Also nehmen wir mal an, er hat ein Schulter-Arm-Syndrom. Da gibt es sehr viel verallgemeinerbare Symptome, wo man mit bestimmten Erfahrungswerten operieren kann. Aber jedes komplexe Schmerzsyndrom, jedes Sammelsurium von myofaszialen Disbalancen etc. hat eine spezifische Individualität. Und auf die muss der Therapeut eingehen. Das muss er wirklich finden. Was ist die Spezifik bei den ganz konkreten Patienten? In der statistischen Forschung wird natürlich ein Krankheitsbild verallgemeinert. Da fällt das Individuelle weg. Der zweite Aspekt ist der Therapeut selber. Nicht alle Therapeutinnen und Therapeuten sind gleich. Auch wenn man die gleiche Ausbildung hat, ist man nicht gleich. Es gibt Leute, die sind da oder dort besser oder schlechter, vielfältiger, konzentrierter, weniger konzentriert, offener, verschlossener, erfahrener, weniger erfahren. Also da gibt es ganz viele Kriterien, die unwahrscheinlich wichtig sind, ob man jetzt mit einem Problem fertig wird oder nicht. Und wenn man jetzt statistisch forscht, muss man davon ausgehen, okay, man hat jetzt so und so viel ausgebildete Manualtherapeuten oder Akupunkteure und die machen mehr oder weniger das Gleiche. Bloß das ist nicht die Realität. Der dritte Aspekt ergibt sich aus den ersten beiden. Das ist das Verhältnis zwischen dem Therapeut oder der Therapeutin und dem Patienten oder der Patientin. Erstmal ganz simpel, wenn ich einen Therapeuten unangenehm finde und gar nicht möchte, dass der mich anfasst, aus welchen Gründen auch immer, dann ist schon von Anfang an das Verhältnis schlecht. Da wird sich kaum eine Vertrauensbeziehung aufbauen und auch die manuelle Form der Körperkommunikation wird sich nicht optimal entfalten können. Wichtig ist eben auch genau das, dass sich die Qualifizierung, die Erfahrung des Therapeuten auf der einen Seite, dass die korrelieren mit den spezifischen Leiden des Patienten. Und dieses Verhältnis kommt wiederum in Studien nicht zu tragen. Und der letzte Aspekt ist ganz wichtig. Ich kann selten eine effiziente Therapie so vorausplanen, dass ich sage, ich mache erst Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Das funktioniert manchmal, aber oft ist es so, dass ich nicht genau weiß, was wird im Behandlungsprozess passieren. Ich kann auch nicht ein Fußballspiel genau vorher planen, in welcher Minute ich das Tor oder die Ecke schieße.
Ich habe zwar eine grobe Strategie, aber innerhalb dieser Strategie muss ich flexibel sein, wendig sein oder ich muss in der Halbzeit eventuell meine Strategie ändern. So ähnlich ist das auch im therapeutischen Prozess. Und dieses Kriterium fällt wiederum bei evidenzbasierten Studien meines Erachtens unter den Tisch und darin sehe ich wirklich ein Problem. In die Sprache der manuellen Therapie. Na gut, okay, ich nehme mal an, ich habe da wieder eine Schulter. Ne? Ich mobilisiere, ich schaue, was lässt der Patient zu, was lässt seine Individualität zu. Ich biete Wege an, ich trete mit dem Patienten oder der Patientin in die Kommunikation, auch in die nonverbale Kommunikation, dass ich merke, oh, den Winkel möchte sie nicht. Da muss ich mir was einfallen lassen, dass sich das verändert mit der Patientin zusammen. Ne? Da habe ich die Individualität der Patientin oder des Patienten, da habe ich meine Erfahrung, mein Wissen als Therapeut und wir haben beide ein Verhältnis miteinander. Ne? Wenn sich das wohl und fließend gestaltet und wirklich zum Findungsprozess wird, dann ist da auch ein eventueller Therapieerfolg möglich. Dann muss ich sehen, kombiniere ich lieber, Massage, sanfte Massage mit sanfter Mobilisation oder dehne ich eher ein bisschen intensiver, reagiert die Patientin, der Patient positiv auf starken Druck, muss ich mich eventuell mit meinem Druck zurücknehmen, wie ich mich in meinem Gespräch auch zurücknehmen müsste, wenn ich so tief ins Eingemachte gehe und der Mensch ist nicht bereit dazu. Das Gleiche passiert beim Patienten. Wenn ich merke, oh, das ist zu viel, wo ein anderer sagt, oh, mach mal weiter, dann heißt es, okay, ich nehme mich zurück. Ich schaue mal, ne? Kann ich hier eine Beziehung aufbauen? Kann ich hier ein Vertrauen aufbauen? Eine Möglichkeit finden, Variation finden, um in die Tiefe gehen zu können, dass der Patient oder die Patientin das zulässt. Ne? Also ich begreife Körperarbeit primär als eine Form der verbalen, aber vor allem der nonverbalen Kommunikation. An sich so sehr viel, doch ich sehe da wirklich ein Problem. Ne? Also wenn ich Leute frage, was sie größtenteils im Bachelor- oder Masterstudiengang gemacht haben, da geht es meistens um evidenzbasierte Forschung, die ich ja eben auch kritisch betrachtet habe. Und oft habe ich das Gefühl, das Erstellen, das Auswerten von Studien ist eigentlich das Wissenschaftliche an sich im Bewusstsein vieler Absolventinnen und Absolventen. Nun denke ich, das ist ein Teil der Forschung, dass ich Studien mache. Ich lehne auch Studien nicht völlig ab, oft werde ich da auch falsch verstanden. Ich denke, wichtig ist auch zum Beispiel solche Prozesse wie Körperkommunikation, wie Patient-Therapeut-Verhältnisse auch kommunikationswissenschaftlich zu analysieren und zu hinterfragen. Wichtig ist auch physikalische Aspekte wie zum Beispiel die Ergonomie zu hinterfragen. Wichtig ist auch das Experimentieren, das Forschen, das Suchen, das Entwickeln, das Kritische auf den Amboss legen von vorhandenen Therapieformen nach X und Y mit der Maßgabe, wie kann ich hier was optimieren, wie kann ich vielleicht aus X und Y Synergien oder Synthesen schaffen. Also diese lebendigen, qualitativen Experimentier- und Forschungsprozesse sind für mich sogar noch weitaus wichtiger als Studien, aber ich finde, beides hat seine Berechtigung und zwischen beiden muss es ein Reibungsverhältnis geben, weil da entsteht Energie, da fliegen die Funken und dann findet Entwicklung statt. Ne, wenn man da wirklich auf sein Dogma beharrt und sagt, ja, die Studie hat bewiesen, was du machst, kann es nicht funktionieren, die kann vielleicht bei den einen nicht funktionieren, bei den anderen schon, weil er diese eben anders gestaltet. Diese qualitative Diskussion ist ganz wichtig und was in dem Kontext auch sehr, sehr wichtig ist dieser, ich nenne es mal, ideologische Aspekt in dem Sinne, jede Therapieweise entsteht in gewissen Vergesellschaftungskontexten, zu gewissen historischen Zeiten, zu gewissen Zeiten von bestimmten Erkenntnissen und hinter diesen Therapieformen stehen auch Interessen.
sei es die Lobby von mineraltherapeutischen Verbänden, sei es die Pharmaindustrie etc. Und es ist auch wichtig, gerade in der akademischen Laufbahn, aber auch schon in der Ausbildung, auch dahingehend kritisch zu hinterfragen. Warum? Was hat das mit der Welt zu tun, dass wir lineare Bewegungen machen? Was hat das mit Disziplinierungsprozessen zu tun, die historisch entstanden sind? Warum haben wir so wenig Freiheit in unseren Bewegungen? Warum sind uns Bedürfnisse, die wir meist vorgegeben bekommen, auch Bewegungsbedürfnisse, nicht wirklich bewusst? Also auch diese gesellschaftskritische Hinterfragung von Therapieweisen, auch darin sehe ich auch wirklich einen wichtigen, sehr wichtigen Aspekt, da mehr nachzuhaken, da mehr zu reflektieren, da mehr kritisch zu denken. Das gestaltet sich derweilen schwer, aber wer sucht, der wird auch Glück haben, wer es probiert. Ich versuche, jede Anfrage ernst zu nehmen und gewisse Zeitfenster zu finden. Gerade dann, wenn die Leute schon bei X und Y war und es ist wenig passiert und die Leute haben die Hoffnung, dass ich ihnen helfen könnte, bin ich da auch mal bereit, was zu verschieben, was abzusagen. Einfach probieren, am besten via E-Mail, und ich gebe mein Bestes, dass es klappt. Ja, ich bedanke mich auch. Okay.